So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen kleinen Bastelvideo. Heute werden wir mal versuchen, Beton in Marmoroptik herzustellen und los geht's wie immer gleich nach dem Intro. So, dann legen wir auch gleich los. Ich habe mir jetzt hier schon mal für die Testplatten provisorisch ein paar Schalungsformen zusammengeschraubt und dann würde ich sagen, mischen wir uns den Beton an und dann geht's los mit dem Gießen. Für meine Versuche habe ich einen weißen Beton verwendet, den habe ich mir selber angemischt aus Sand, weißem Zement und weißen Farbpigmenten. Das Ganze wird dann gut durchgemischt und dann muss eigentlich nur noch ein Fließmittel und Wasser hinzugegeben werden. Ich habe da in der Vergangenheit schon mal ein Video darüber gemacht, das werde ich euch oben verlinken. Ja, zum Rühren habe ich, wie ihr hier sehen könnt, einen Handmixer verwendet. Das ist eine etwas unkonventionelle Lösung, aber bei kleinen Mengen bietet sich das an, weil man im Nachhinein dann nicht ewig lang den Mischer wieder sauber machen muss. Und so sieht der fertig gemischte Beton dann aus. Von der Konsistenz her sehr fließfähig und für unser Vorhaben dann optimal geeignet. Um später einen Marmoreffekt zu erzielen, braucht man natürlich auch noch einen dunkleren Beton. Ich habe hier Farbpigmente in der Farbe Oxid Schwarz verwendet. Die werden dem Beton zugegeben und dann gut untergemischt, sodass sich die Pigmente im Beton überall gleichmäßig verteilen. Die Farbintensität, die kann man durch die Zugabemenge beeinflussen. Ihr solltet aber die angegebene Maximalmenge nicht überschreiten, da ihr sonst nur noch Pigment verschwendet und keine zusätzliche Farbwirkung mehr erzielt. Und dann geht es auch schon los mit den Versuchen. Ich habe ja, wie bereits erwähnt, geplant, mehrere Varianten zur Herstellung von einer Marmoroberfläche auf Beton zu testen. In der ersten Variante habe ich, wie ihr hier sehen könnt, den dunklen Beton punktuell auf dem Schalungsboden aufgebracht und danach dann die Schalungsform mit dem weißen Beton bis zur Oberkante aufgefüllt. So, der erste Beton war jetzt mal in der Schalungsform. Ich will jetzt mal noch eine zweite Variante testen. Und zwar werde ich da jetzt so vorgehen, dass ich die trockenen, ungemischten schwarzen Pigmente auf den Boden der Schalungsform auftrage und danach dann den weißen Beton nachgebe. Ja, und dann schauen wir einfach mal, welche Variante dann zum Schluss besser aussieht. Die zweite Mischung ist jetzt auch in der Schalungsform. Mir ist jetzt während der Arbeit gerade eben noch eine dritte Möglichkeit eingefallen. Und zwar werde ich jetzt mal noch versuchen, einen schwarzen Beton und den weißen Beton ganz grob miteinander zu vermischen und das Ganze dann in die Schalungsform zu geben. Das ist auch noch eine Möglichkeit, was man testen kann und das machen wir jetzt noch. Wenn ihr jetzt die beiden verschiedenen Farben miteinander mischt, solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr hier nur grob mischt. Wenn ihr das Ganze zu fein miteinander vermischt, dann erhaltet ihr einfach einen hellen Grauton und letztendlich keine unterschiedlichen Schattierungen. Und die Mischung wird dann einfach wieder in die Schalungsform eingebracht und dann schauen wir mal, was dann letztendlich dabei rauskommt. So Leute, für heute hätten wir es jetzt dann wirklich soweit. Ich habe jetzt 3 verschiedene Varianten gegossen und bin dann wirklich schon mal gespannt, wie die Ergebnisse im Einzelnen ausschauen. Ja, wir müssen jetzt 3 Tage warten, dann können wir ausschalen und dann geht es weiter. Ihr habt jetzt noch kurz Zeit, meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen, die Glocke zu aktivieren und dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts mehr. So, ich mache jetzt Feierabend und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da bin ich schon wieder. Der Beton ist soweit ausgehärtet. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Ausschalen und schauen uns die einzelnen Oberflächen mal an. Das Ausschalen ist bei der Arbeit mit Beton immer so die spannendste Arbeit, weil man nie weiß, wie die Oberfläche optisch aussieht und ob sie was geworden ist oder nicht. Wenn ihr jetzt noch offene Fragen zum Thema Beton habt, wie man zum Beispiel Schalungen baut, wie man optimale Sichtbetonergebnisse erzielt oder auch zur Versiegelung, dann schaut einfach mal auf meinem persönlichen Blog unter www.gray-element.de vorbei. Da habe ich euch unter den Beton Basics nochmal alles Wichtige zum Nachlesen eingestellt. Und natürlich findet ihr dort auch nochmal alle meine Projekte mit einer schriftlichen Anleitung.
würde ich sagen, schauen wir uns die einzelnen Ergebnisse mal an. Das Experiment ist jetzt nicht unbedingt so verlaufen, wie ich das geplant habe oder wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ein Ergebnis, muss ich sagen, ist dabei. Das ist ganz gut geworden, damit kann man echt leben. So, fangen wir mal an. Das wäre jetzt hier mal die erste Variante, wo ich den dunklen Beton punktuell in die Schalung gegeben habe und dann mit weißem Beton aufgefüllt habe. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also nach Marmor sieht es für mich jetzt nicht aus. Das sieht für mich eher aus wie ein Kuhfell-Fleckenmuster. Ja, ist jetzt nicht ganz schlecht, aber nicht das, was ich erzielen wollte. Dann machen wir gleich mit der zweiten Variante weiter. Das war die Platte, wo ich die trockenen Farbpigmente in die Schalungsform gegeben habe und dann mit Weißbeton aufgefüllt habe. Da muss ich sagen, das ist für mich das schlechteste Ergebnis. Ja, da sieht man hier die einzelnen Farbpigmente noch. Die sind zum Teil von der Farbintensität ziemlich unterschiedlich. Und mit Marmor hat es aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. Also die Variante, die ist komplett fehlgeschlagen, würde ich mal sagen. Dann das letzte und für mich beste Ergebnis, das seht ihr hier. Also ich würde sagen, das sieht doch schon Marmor ziemlich ähnlich. Ja, ich habe jetzt hier ja mehr dunklen Beton als hellen Beton verwendet. Wenn das andersrum gewesen wäre, dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich noch besser. Aber ich muss sagen, also mit dem Ergebnis, da bin ich echt zufrieden. Und da werde ich wahrscheinlich auch demnächst mal ein Projekt daraus machen. Mich würde jetzt auch mal eure Meinung interessieren. Was sagt ihr zu den einzelnen Ergebnissen? Welches gefällt euch am besten? Und vielleicht wisst ihr ja auch noch eine Variante, die man mal testen könnt, die ich jetzt nicht ausprobiert habe. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. So Leute, damit wäre ich mit dem Thema eigentlich durch. Ich hoffe, dass es für euch wieder ein wenig informativ war, dass ihr wieder was mitnehmen konntet. Und ich persönlich muss sagen, ja, ich habe wieder einiges gelernt und werde die Technik mit Sicherheit in Zukunft nochmal anwenden. Wenn euch jetzt irgendwas einfällt, was man da umsetzen kann an Projekten, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Was ich noch sagen wollte, die Marmoroptik, die kann man ja eigentlich in jeder Farbe umsetzen. Da sind keine Grenzen gesetzt und vielleicht fällt euch ja was Cooles ein. Für heute hätten wir es soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, einfach den Kanal abonnieren, kostet nichts, die Glocke aktivieren und dann werdet ihr immer wieder informiert, wenn ein neues Video kommt. So, für heute Schluss. Ich mache Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.